Das war der ganze Stress, der auf mir gelastet ist. Ich habe geschwitzt, geschwitzt, geschwitzt. Und willkommen zu einer neuen Folge in und aus Mexiko! Hey, los geht's! Sonne, Strand und Meer war unter anderem einer der Gründe, warum wir uns dazu entschieden haben, nach Mexiko zu fahren. Und wer das kleine Camp vielleicht heute Morgen richtig beobachtet hat, weiß auch den zweiten Grund, denn wir haben uns hier einer kleinen Reisegruppe angeschlossen aus sehr lieben Schweizern und sehr lieben Deutschen, und ein Van davon ist den meisten wahrscheinlich bekannt, nämlich der von Jessie und Roberto, und das war auch Grund Nummer dos, genau. Ja, wir wollten Silvester zusammen mit den beiden, mit der Reisegruppe feiern, und deshalb sind wir hier. Jetzt kann man die auch essen. Das sind noch zwei. Willkommen im Hinterland von San Diego, ganz im Süden von Kalifornien. Wir sind schon kurz vor der mexikanischen Grenze. Wir haben uns ein paar Tage Pause über Weihnachten gegönnt. Zu Weihnachten haben wir es leider nicht bis nach Südbaja geschafft, um Weihnachten da zu verbringen. Aber wir geben jetzt unser Bestes und versuchen zu Silvester da zu sein, um dann mit Freunden ins neue Jahr zu rutschen. Jetzt sind wir aber erstmal mega aufgeregt oder besser gesagt, ich bin mega nervös vom Grenzübergang. Wir hoffen, es klappt alles. Wir haben uns so gut es geht vorbereitet, was wir alles machen müssen, auch wenn wir kein Brocken Spanisch sprechen. Also wenn wir es schaffen, schafft ihr es auch, falls ihr kein Spanisch könnt. Wenn ihr Spanisch könnt sowieso. Wenn wir es nicht schaffen, dann lernt Spanisch. Dann lernt Spanisch, dann müssen wir auch Spanisch lernen. Ja. Und wir müssen halt noch ein bisschen in den USA bleiben. Aber eigentlich wollen wir jetzt warm. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zur Grenze. Los geht's, Fahrer!
Yes. ¿Hablan español? No. Un poco. Where are you English. going? De Todos Santos? Okay. Can you unlock the car? Ja. Soll ich ausmachen? Man muss das hinmachen. Zero. That's a zero. Yeah, There, there's a zero. Sorry. Straßen seht. Wo denn jetzt Hier genau? links ist wieder am Autopark. So? Da vorne ist ein Parkplatz. Da laufen einfach Leute auf der Straße. Sieht aus wie Mexikaner. Hier sind Löcher. Hier ist einfach Anarchie auf der Straße. Ja. Wir haben es geschafft! Wir sind in Mexiko! Juhu! Das war der ganze Stress, der auf mir gelastet ist. Die letzten 2 Stunden. Oder? Ja. Ja, waren jetzt schon 2 Stunden. Hui! Aber Ich habe geschwitzt. Aber es war alles mega entspannt und super nett und du musst noch ein paar Mal hin und her laufen. ja, ein paar Mal hin und her laufen, Kopien machen aber die waren alle super nett, konnten alle ein bisschen Englisch, man konnte sich wirklich gut verständigen. Und jetzt sind wir in Mexiko. Und hier findet das Leben wieder auf der Straße statt und das finde ich mega. Freut mich. Kriege ich jetzt schon ein fettes Grinsen im Gesicht. Und es wurde der Van, was heißt durchsucht, also einmal in alle Schränke geguckt, aber also Nix. Lebensmittel oder so waren alle okay. Selbst der Whisky durften wir behalten, was Basti wahrscheinlich sehr gefreut hat. Wir wollten nur wissen, aus welchem Land er ist. Ja. Weil er verwundert war, dass es deutschen Whisky gibt. So, und jetzt folgen wir erstmal den Spuren unserer lieben Freunde Jesse und Roberto. Raten wir das? We're coming for ya. Und zwar auf so schnellem Reifen. Ja, Wir machen jetzt 1400 Kilometer in 5 Tagen. also viel sehen wir erstmal nicht. Also doch, viel sehen wir, aber wir halten nicht so viel an. Erste Etappe für heute ist geschafft. Wir sind in Ensenada. Wie für heute. Ja, für heute Vormittag. Also zum ersten Stop, meine ich. Ach so. Die erste Etappe zum ersten Stop. Denn wir wollen hier einmal eine SIM-Karte holen. Und brauchen wir noch irgendwas? Jetzt, wo wir schon hier sind? Nee, ne? Warum nicht? Joghurt könnten wir vielleicht noch holen. Was? Joghurt. Joghurt. Wir haben eine SIM-Karte und während Basti drin war, die SIM-Karte holen, habe ich unsere Unterlagen wegsortiert und mir ist dann aufgefallen, dass in Bastis Pass der Stempel vergessen wurde. Deswegen sind wir jetzt wir sind mittlerweile in Ensenada und hier gibt es auch ein Migrationsoffice, eigentlich für die Segelboote, die hier ankommen. Und jetzt hoffen wir einfach, dass wir da den Stempel in Bastis Pass bekommen und dann weiterfahren können, weil wir müssten über 200 Kilometer, fast 200 Kilometer wieder zurückfahren nach Tecate, um dann da den Stempel zu holen. Das würde uns natürlich einen richtigen Zeitpuffer verpassen, deswegen hoffen wir einfach, dass er gleich rauskommt und den Stempel hat. Und? Eine gute, eine schlechte Nachricht. Ja. Die schlechte. Also die können mir den nicht geben, den Stempel, weil der von Tecate ist und den können sie mir nicht geben. Aber da ich hier den Stempel habe,
ist alles gut. Dann passt es. Ich darf nur die Karte nicht verlieren. Na toll. Na gut, wenn wir das jetzt da drin lassen und das da hinpacken, wo wir es immer hinpacken, sollte das ja wohl gehen. Haben Sie gesagt, sollte das gehen? Oder sagen Ja, Sie ich habe gesagt, dann bist du Okay. safe. So, Okay. do you have a stamp on your visa, then you're safe. Gut, dann vertrauen wir mal, was die Dame uns sagt hier in der Migration Office. Und wir sind ready to go und fahren weiter. Richtig wohl fühlen wir uns dabei nicht, aber wir wollen jetzt auch keine 2 Stunden wieder zurückfahren. Was für ein Tag. Wir sind jetzt noch insgesamt fast 300 Kilometer gefahren, oder? Ja, roundabout. Wurde auch jetzt schon dunkel und gefühlt gibt es nur eine geteerte Straße und alles, was links und rechts abgeht, ist nur noch Sand- und Schotterweg. Das können wir euch morgen nochmal beim Hellen ein bisschen besser zeigen. Wir hatten jetzt einfach nur mega Hunger, haben uns hier auf den Platz gestellt, wo wir nicht so 100% wissen, wie gut das ist. Wir benutzen ja die App iOverlander und da stand, dass sie sich hier alle sehr sicher und gefühlt haben und eine gute Nacht hatten. Dem vertrauen wir mal. Nebenan ist auch eine Polizeistation, deswegen gehe ich mal davon aus, dass hier nicht so viel passieren wird. Wir haben uns jetzt noch schnell was zu essen gemacht. Nudeln mit Tomatensauce. Nudeln mit Tomatensauce. Ein Van-Klassiker. Ein Van, ja. Das mexikanische Taco-Gourmet-Essen haben wir nochmal verschoben, weil wir heute einfach erledigen wollten. Und jetzt Dafür gibt es schon Gourmet-Getränke. ein Tecate-Bier, Feierabendbier, Feierabend-Roadtrip-Bier aus dem Ort, wo wir über die Grenze sind. Nee, nicht lämmern. Morgen geht's weiter, deshalb see you then. Oder möchtest du noch was sagen? Nein. Neuland out. Guten Morgen! Basti ist gerade schon mit Pepper draußen und ich habe jetzt gerade nochmal unsere Unterlagen durchforstet und wollte einmal im Schnelldurchlauf hoffentlich euch erklären, wie das bei uns an der Grenze so ablief, weil als ich mich auf Recherche begeben habe, ist mir bei YouTube vor allem und ja auch bei Google aufgefallen, dass die Grenzübergänge sehr gerne sehr dramatisch dargestellt werden und man eher das Gefühl hat, mit jedem Video, was man anklickt, passiert was ganz Schreckliches an der Grenze. Dem war bei uns nicht so und bei vielen anderen Reisenden, die wir getroffen haben, war es auch nicht so. Die meisten Reisenden, die wir getroffen hatten, hatten eher positive Erfahrungen. Deswegen wollten wir das einmal mit euch teilen und das Mysterium vielleicht ein bisschen auflösen darüber, dass die Grenze gar nicht so dramatisch ist.
Ja, wir haben uns für den Grenzübergang in Tecate entschieden. Einerseits haben ein paar Reisende da super Erfahrungen gemacht und der zweite Punkt war, bei San Diego nach Tijuana ist einfach super viel los. Es ist ein großer Highway und ja, diesen Trubel wollten wir uns eigentlich einfach ersparen. In Tecate selbst, das ist ein sehr kleiner Ort. Man kommt an die Grenze, man wird durchgewunken, das Auto wird einmal kurz inspiziert, er macht alles auf, also nicht alles, er hat ein paar Schränke aufgemacht, hat sich alles ein bisschen angeguckt und dann waren wir eigentlich auch schon fertig und durften auf die mexikanische Seite schon durchfahren. Also wir waren schon außerhalb des Grenzbereichs, dann quasi schon in Mexiko und danach kommt erst der Papierkram. Man geht zur Immigration und bekommt 1, 2 Fragen gestellt, füllt die Touristenkarte aus, geht zu der Banchecito, bezahlt ja, so ungefähr pro Person 30 €, geht wieder zurück mit einem Wisch, das man bezahlt hat und bekommt dann seine abgestempelte Touristenkarte und einen Stempel in den Pass. Bei Basti wurde der leider vergessen, ist aber, wie wir uns ja informiert haben, gar nicht so schlimm. Aber vielleicht kann man darauf nochmal achten, dass der Stempel auch wirklich im Pass landet. Und somit waren wir emigriert als Personen. Danach ging es nochmal zurück zur Banchecito, wo wir die Ding bezahlt haben, die Gebühr, wo man dann nochmal die ganze Immigrationsarbeit oder Importarbeit für das Auto, für unseren Campervan macht. Der wusste dann auch schon irgendwie Bescheid, kannte das Kürzel auf dem Fahrzeugschein, Wohn M als Wohnmobil schon. Also sind schon einige Deutsche über die Grenze gefahren. Genau, und wir hatten eine Kopie von dem Fahrzeugschein, von dem Reisepass des Fahrzeughalter, also in dem Fall von Basti, von der Touristenkarte von dem Fahrzeughalter. Das kann man da vor Ort machen. Da gibt es einen Copyshop auf der mexikanischen Seite. Das ist alles auch kein Problem. Und er wollte einmal noch das Original sehen, also nicht vom Fahrzeugschein, nicht nur die Kopie. Und ja, dann hat er die Sachen alle schon eingetippt und ready gemacht. Dann haben wir nochmal eine kleine Gebühr von 30 €, glaube ich, bezahlt. Ja, und dann war der Campervan für 10 Jahre importiert. Also unser Van darf jetzt 10 Jahre bleiben, viel länger als wir eigentlich. Und das war dann schon das ganze Hexenwerk. Und dann durften wir schon auf die andere Seite ins Auto steigen und losfahren. Zum Hund wollten sie überhaupt nichts wissen. Wir haben gesagt, wir haben einen Hund dabei. Der die Inspektion gemacht hat, hat auch den Hund gesehen. Und ja, für den mussten wir eigentlich gar keine Papierarbeit machen. Ja, und dann ging schon los. So einfach war der Grenzübergang und die Erfahrung haben die meisten gemacht, egal ob in Tijuana, in Tecate oder Mexicali. Das sind so die 3 Orte, wo es am bekanntesten ist, dass man drüber ist und wo wir jetzt auch sehr gute Erfahrungen gehört haben. Genau. Das war eigentlich schon das ganze Hexenwerk. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Oder vielleicht, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, ob ihr schon mal in Mexiko wart. Wir freuen uns über eure Kommentare und eure Fragen. Und ich gucke jetzt mal, Basti und Pepper kommen schon zurück. Deswegen machen wir alles abfahrbereit und es geht für uns weiter Richtung Süden. Wir sind gerade auf der Suche nach einem kleinen Kaffee- und Frühstücks-Breakplätzchen und wir sind hier gerade am Meer entlang gefahren und hier sind so kleine Spots direkt so an der Klippe vorne mit einer ziemlich wackeligen Anfahrt. Bis hierher, wo wir jetzt stehen, haben wir uns getraut. Weiter trauen wir uns einfach nicht. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Wir wollen ja Kilometer machen, deswegen wollen wir uns jetzt nicht direkt ins Abenteuer stürzen und uns festfahren. Hunger? Hunger. Hunger. Gut, wir sind jetzt hier schon, keine Ahnung, 100 Kilometer gefahren, haben Hunger, stehen direkt vorne am Cliff, an der Pazifikküste und stretchen uns ein bisschen, gehen eine Runde mit Peppy
machen uns was zu essen und dann geht die wilde Fahrt weiter. Keine Ahnung, wie oft wir auf der jetzigen Fahrt schon wow, oh mein Gott, wie krass und sonstige Superlative gesagt haben. Aber die Landschaft ist so beeindruckend. Der absolute Hammer. Diese Weiten, das werden wir auch nicht auf Kamera rüberkriegen. Also das ist unglaublich, wenn man hier fährt. Jedes Mal, wenn man oben an so einer Kuppel ankommt, wieder in die Ferne guckt und sieht diese riesige Landschaft, Kakteen, Steine, die aussehen, als wären sie irgendwie vom Himmel geregnet, irgendwelche riesigen Steinwände, das ist der absolute Hammer. Irgendwie ist es nichts, aber irgendwie ist es total faszinierend. Also wir lieben es jetzt schon hier durchzufahren. Und Svenny hat schon jetzt die erste Hälfte für das heutige Pensum, was wir machen wollen, erreicht. Wir haben jetzt gerade Pause gemacht und gewechselt. Und jetzt fahren wir noch so 220, 230 Kilometer. Und dann haben wir es eigentlich für heute auch schon wieder geschafft und sind ein ganz schönes Stück weiter Richtung Süden von der Baja gekommen. Das war ein gutes Schlagloch. Hammer. Guten Morgen zusammen. Wir hatten eine extrem ruhige Nacht. Ein sehr, sehr schöner Stellplatz. Direkt am Wasser. Allerdings ist es heute Morgen auch irgendwie extrem neblig, sehr klamm und irgendwie ungemütlich. Das war irgendwie die letzten 2 Tage anders. Aber die Vorschau ist, was das Wetter angeht, sehr, sehr gut. Deswegen machen wir uns gar keine Sorgen. Wir werden aber gar nicht hier frühstücken, denn wie wir ja schon erzählt haben, wollen wir richtig Meter machen. Deswegen, es ist jetzt kurz nach 8, machen wir uns eigentlich schon direkt wieder auf den Weg.
Aber da wir noch nicht einen einzigen Taco gegessen haben, werden wir heute unsere ersten Tacos und das zum Frühstück gönnen. Und wir haben einen schönen Tipp von Jessie und Roberto bekommen. Deswegen werden wir jetzt erst ein paar Meter fahren und dann gibt's Frühstück Tacos. Taco Tuesday! Soll die sagen? Ja. Gut, dass der Pelikan direkt aushört. Ist das scharf. Die hast du nicht probiert, oder? Nee, sonst wird sie ja anders sitzen. Mir hat die andere gereicht schon. Sehr lecker. Wir haben es geschafft. Wir sind angekommen. Wir sind mittlerweile schon ein paar Tage mit der Reisegruppe unterwegs. Wir sind insgesamt 5 Busse und es macht mega Spaß. Wir haben schon ordentlich viel Lagerfeuer gemacht, am Strand abgelungert, ein bisschen auch was gearbeitet, aber hauptsächlich die schöne Sonne genossen und die Kamera beiseite gelegt. Und ja, das war der hauptsächliche Grund, warum wir so schnell in den Süden gefahren sind. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben nicht vergessen und schreibt doch nochmal in die Kommentare, wer schon in Mexiko war, wer Mexiko schon bereist hat, wie er Mexiko bereist hat, wie die Erlebnisse waren. Wir würden uns freuen und bis nächste Woche. Danke, Ende.